So handelst du wie die beste Version von dir selbst. Der Schlüssel zu Erfolg und Selbstbewusstsein. Guten Morgen, Ben. Ich habe eine Idee entdeckt, die angeblich das Leben vollkommen verändern kann. Man soll stets so handeln, als wäre man bereits der Beste. Hast du so etwas schon mal gehört? Guten Morgen, Anna. Ich habe so etwas Ähnliches wie Fake it till you make it gehört, aber das klang für mich immer sehr oberflächlich. Was genau meinst du mit, als wäre man der beste Handeln? Es geht nicht darum, andere zu übertrumpfen oder arrogant zu wirken. Vielmehr sollst du bewusst die Rolle eines Menschen annehmen, der bereits auf Topniveau agiert. Das verändert deine innere Einstellung, deine Körpersprache und letztlich auch die Ergebnisse, die du erzielst. Verstehe. Aber wie unterscheidet sich das von reiner Angeberei? Ich möchte ja niemandem etwas vorspielen. Tatsächlich liegt der Fokus auf deinem Wachstum. Wenn du dich so verhältst, als wärst du bereits die beste Version deiner selbst, trainierst du dein Gehirn, an dich zu glauben. Du stellst hohe Ansprüche an dich und gehst mutig auf Ziele zu. Das ist etwas anderes, als sich künstlich zu erhöhen und andere herabzusetzen. Und weshalb sollte das funktionieren? Ist das nicht doch nur ein so tun als ob? Unser Gehirn lernt viel über Gewohnheit und Wiederholung. Wenn du dich immer wieder selbstbewusst und entschlossen verhältst, verinnerlichst du dieses Muster. Du sendest Signale an dich selbst, dass du fähig bist, Herausforderungen zu meistern. Sozusagen, erst handelst du selbstsicher, dann fühlt es sich immer authentischer an. Hast du ein Beispiel aus dem Alltag, das zeigt, wie man das konkret umsetzt? Stell dir vor, du hast ein wichtiges Meeting. Anstatt vorab zu zweifeln, bin ich überhaupt geeignet? Sagst du dir, ich bin der perfekte Ansprechpartner für dieses Thema. Du bereitest dich gründlich vor, achtest auf eine aufrechte Haltung, sprichst deutlich, stellst Fragen und hörst aktiv zu. Die Sicherheit, die du ausstrahlst, beeinflusst, wie du wahrgenommen wirst. Selbst wenn du nicht jede Antwort kennst, bleibst du klar und konstruktiv. Und was passiert, wenn ich dann doch einen Fehler mache oder etwas vergesse? Fehler sind völlig normal. Wer so handelt, als wäre er der Beste, sieht das nicht als katastrophales Versagen, sondern als Feedback. Du denkst, gut, das ist eine Lernchance. Wie kann ich mich verbessern, damit mir das beim nächsten Mal nicht passiert? Und genau diese Einstellung führt langfristig zu mehr Expertise. Klingt logisch. Aber wieso genau würde ich dadurch erfolgreicher werden? Weil du innere Blockaden abbaust. Oft sabotieren wir uns selbst, indem wir uns sagen, ich bin nicht gut genug. So etwas bremst uns aus. Stellst du dagegen auf, ich schaffe das eröffnest du dir mehr Möglichkeiten. Deine Handlungen und dein Auftreten sind mutiger. Und so erhöhen sich auch deine Chancen auf Erfolg. Andere spüren deine Zuversicht und arbeiten gerne mit dir. Funktioniert das in jedem Bereich des Lebens? Ich denke zum Beispiel an meine Gesundheit oder meine Finanzen. Genau da wirkt das Prinzip sogar besonders gut. Wenn du dich bei deiner Gesundheit fragst, wie würde jemand handeln, der topfit ist, dann isst du bewusster, bewegst dich mehr und schläfst ausreichend. Du versetzt dich in die Rolle eines Menschen, der seinen Körper wertschätzt und gezielt pflegt. Ähnlich ist es bei den Finanzen. Tu so, als wärst du ein Finanzprofi. Du würdest ein Budget erstellen, Ausgaben kontrollieren, dich über Investments informieren. Mit der Zeit werden aus diesen anfänglichen Übungen echte Gewohnheiten. Aber gerade bei Finanzen habe ich viel Respekt. Was, wenn ich falsche Entscheidungen treffe? Entscheidungen können immer Risiken bergen. Wenn du als der Beste handelst, bedeutet das nicht, dass du unüberlegt agierst. Es heißt nur, dass du dich gründlich informierst, strategisch denkst und dir selbst mehr zutraust. Sollte etwas schiefgehen, betrachtest du es als wertvolle Erfahrung. Statt aufzugeben, fragst du dich, was habe ich daraus gelernt und wie gehe ich es das nächste Mal an? Das leuchtet mir ein. Aber was ist mit der zwischenmenschlichen Seite?
Wie setze ich es in Beziehungen um, ohne überheblich rüberzukommen? Stell dir vor, du wärst der beste Freund, Partner oder Elternteil, den du dir selbst wünschen würdest. Du würdest aktiv zuhören, weniger urteilen, unterstützt andere und zeigst Empathie. Der Beste sein heißt in Beziehungen nicht zu dominieren, sondern zu inspirieren und stets nachzufragen, wie kann ich hier auf höchstem Niveau helfen oder kommunizieren? Das klingt sehr angenehm, aber ehrlich gesagt habe ich oft Zweifel, ob ich solchen Ansprüchen gerecht werden kann. Zweifel sind ganz normal. Manchmal kommen sie aus alten Erfahrungen, manchmal aus der Angst, zu versagen. Genau deshalb ist dieses Handeln als der Beste so wirkungsvoll. Du gibst dir die Erlaubnis, Dinge auszuprobieren, anstatt dich vorab auszubremsen. Wenn deine Zweifel auftauchen, sagst du dir, ich kann das lernen, ich darf wachsen. So trainierst du deinen Geist, dich aufs Ziel zu konzentrieren, statt zu kapitulieren. Und wie reagiere ich, wenn mir jemand sagt, hör auf, dich zu verstellen, du bist doch gar nicht so toll? Bleib ruhig und erklär deine Sichtweise. Du kannst sagen, ich probiere etwas Neues aus, um über mich hinauszuwachsen. Es geht mir nicht darum, mich über andere zu stellen. Wer offen ist, wird verstehen, dass du dich entwickelst. Bei Menschen, die dir das nicht glauben, musst du nicht zu viel Energie auf Diskussionen verwenden. Wichtig ist, dass du weißt, warum du das tust. Was ist, wenn ich komplett scheitere, zum Beispiel mit einem großen Projekt oder einer beruflichen Entscheidung? Das kommt vor. Dann fragst du dich, was hat nicht geklappt? Was kann ich anders machen? Die wirklich Erfolgreichen sind oft diejenigen, die mehr scheitern als andere, weil sie mehr wagen. Als der Beste handeln bedeutet auch, Misserfolge anzunehmen und sie produktiv zu nutzen. Wer arrogant wäre, würde das Versagen verleugnen oder andere dafür verantwortlich machen. Du gehst aber ehrlich damit um, analysierst den Fehler und lernst dazu. Und wenn ich mich darin verliere und zu viel von mir verlange? Ich habe Angst, irgendwann auszubrennen. Balance ist absolut wichtig. Der Beste sein heißt nicht, Tag und Nacht zu schuften oder Perfektion zu erzwingen. Es geht um eine kluge Verteilung deiner Ressourcen. Du achtest auf Pausen, auf Erholung, auf Zeit für dich und deine Liebsten. Ein echter Champion weiß, wann man Vollgas gibt und wann man loslässt. Selbst Hochleistungssportler planen ihre Ruhetage. Hilft mir Dankbarkeit auch dabei, motiviert zu bleiben? Auf jeden Fall. Wenn du dir täglich vor Augen führst, wofür du dankbar bist, sei es Gesundheit, Freunde, kleine Erfolge, bleibst du in einer positiven Grundhaltung. Dankbarkeit macht dich empfänglicher für gute Gelegenheiten und stärkt dein Durchhaltevermögen. Wie kann ich das konkret in mein Morgenritual integrieren? Du könntest dir jeden Morgen ein paar Minuten nehmen. Stell dir bildlich vor, wie du den Tag als beste Version von dir selbst meisterst. Denk an 3 Dinge, für die du gerade dankbar bist. Das gibt dir einen Schub Gelassenheit und Zuversicht, bevor der Trubel losgeht. Und was, wenn ich merke, dass ich meine Ziele aus den Augen verliere? Dann ist es Zeit für eine kurze Standortbestimmung. Frage dich, bin ich gerade auf dem Weg, den ich gehen will? Was würde meine beste Version jetzt tun? Manchmal hilft es auch, ein Vision Board anzulegen oder Ziele aufzuschreiben und regelmäßig zu checken. So bleibst du dran und justierst rechtzeitig nach. Wie inspiriere ich andere Menschen damit, zum Beispiel meine Kollegen oder Freunde? Indem du es echt vorlebst. Wenn du selbstbewusst, aber freundlich agierst, fühlen sich andere oft automatisch motiviert. Vielleicht übernehmen sie dein Zeitmanagement, wollen mehr über deine Methoden erfahren oder merken, dass du Kritik konstruktiv nutzt. Du wirst dadurch zum Vorbild, ganz ohne Zwang. Das klingt alles echt motivierend. Hast du noch ein Beispiel aus deinem eigenen Leben, wo du das angewandt hast? Klar. Als ich vor einem Jahr ein neues Projekt gestartet habe, war ich anfangs unsicher, ob ich es stemmen kann. Also habe ich bewusst die Rolle einer Person eingenommen, die das Projekt souverän leiten würde. Ich habe proaktiv nach Lösungen gesucht, mit Partnern gesprochen
als wäre ich absolut überzeugt von meinem Konzept. Natürlich gab es Rückschläge, aber ich habe sie als Teil des Prozesses gesehen. Am Ende wurde das Projekt ein Erfolg und ich war selbst überrascht, wie viel ich gelernt habe. Beeindruckend. Da sieht man, dass das Prinzip tatsächlich Früchte tragen kann. Ich habe jetzt richtig Lust, es selbst auszuprobieren. Genau das ist der Punkt. Probiere es aus. Geh kleine Schritte. Hinterfrage täglich. Handle ich jetzt so, wie es meine beste Version tun würde? Und wenn du einen Hänger hast, erinnere dich daran, wie viel du schon geschafft hast. Ich bin gespannt, wie das meine Denkweise verändert. Vielleicht fange ich in der nächsten Woche damit an, in meinem Team mehr Verantwortung zu übernehmen und mich nicht länger zurückzuhalten. Perfekt. Und falls du einmal Stolpersteine hast, kannst du gern mit mir darüber sprechen. Wichtig ist, dass du weiter am Ball bleibst und dich von Rückschlägen nicht entmutigen lässt. Jeder Fehler ist eine Chance, klarer zu sehen, was du ändern oder neu lernen kannst. Danke, Anna. Dein Rat bedeutet mir viel. Ich finde es toll, wie du das Thema beleuchtest, ohne dass es nach Angeberei klingt. Immer gerne, Ben. Ich glaube fest daran, dass in uns allen ein enormes Potenzial steckt. Wir müssen es nur zulassen. Also, lass uns gemeinsam darauf hinarbeiten. Das machen wir. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie es bei mir läuft. Ich bin gespannt. Und denk immer daran, du musst nicht perfekt sein, nur bestrebt, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Deal. Danke für deine Zeit, Anna. Sehr gern. Bis bald, Ben, und viel Erfolg bei deinem neuen Ansatz.